Finn ist transgeschlechtlich. Das heißt, Finn ist ein Mann, dem bei seiner Geburt der weibliche Geschlechtseintrag zugeordnet wurde. Er weiß noch genau, wie er mit 17 bei seiner Ärztin saß. Es ging um seine Hormonersatztherapie. Ein wichtiger Schritt seiner Transition, ein wichtiger Tag für ihn. Er war aufgeregt. 1000 Dinge gingen ihm damals durch den Kopf. Ein Gedanke war, ob er eigentlich als Mann Kinder gebären kann. Umso glücklicher war er, als die Ärztin ihm die Frage stellte: Willst du eigentlich später Kinder gebären? Was für eine große Frage für einen 17-Jährigen. Geht das als Transmann? Damals hat er geantwortet: Ja, wenn das irgendwie geht, wäre das großartig. Das ist 10 Jahre her. Seit 5 Jahren ist Finn mit Anton zusammen, seit einem Jahr sind sie verheiratet. Anton will Kinder mit Finn. Das Thema ist seit seinem 18. Lebensjahr in den Hintergrund geraten. Jetzt denken sie zusammen ernsthaft über Kinder nach. Finn kennt aber keinen anderen Mann, der schwanger ist. Darf er Kinder kriegen? Die beiden recherchieren und finden kaum Informationen. Irgendwann wissen sie, sie dürfen nicht nur, sie haben sogar ein Recht auf Kinder, trotz zahlreicher rechtlicher Hürden und dem medizinischen Risiko, dass es auch nicht klappen kann. Finn hatte großes Glück. Hätte ihn seine Ärztin damals nicht gefragt, hätte er heute weniger Sicherheit, ob er aufgrund der Hormontherapie überhaupt noch schwanger werden kann. Auch mit der finanziellen Unterstützung seiner Eltern konnte er damals seine Eizellen einfrieren. Das heißt Kryokonservierung. Manchmal zieht ihn die Angst runter. Sein Körper wird sich verändern. Er hat Angst, wieder als Frau gelesen und behandelt zu werden. Er hat Angst vor Anfeindungen und davor, wie sein Körper mit der Schwangerschaft und der Umstellung der Medikamente umgeht. Er hat Angst, was das mit der Beziehung zu seinem Körper macht. Und dann ist er aber doch wieder stolz. Stolz, dass er sich nicht aufhalten lässt. Stolz auf sich und Anton und dass sie es durchziehen. Und stolz darauf, bald Vater zu werden. Stolz, dass sie sich ihr Recht erkämpfen. TIN-Personen haben ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Was sie aber gemeinsam haben, ist, dass sie sowohl im persönlichen Umfeld als auch auf struktureller Ebene von Diskriminierung betroffen sind. Die Annahme, dass TIN-Personen keine Kinder bekommen können, ist immer noch weit verbreitet, aber stimmt so gar nicht. Bis 2011 mussten Transpersonen, die ihren Personenstand und ihren Namen offiziell ändern lassen wollten, unfruchtbar sein. Das heißt, sie mussten sich sterilisieren lassen. An Interpersonen wurden und werden bis heute Genitaloperationen durchgeführt, die oft überhaupt keinen medizinischen Nutzen haben. Neben ganz vielen anderen schlimmen Folgen kann das auch mit Unfruchtbarkeit einhergehen. Erst seit 2021 sind intergeschlechtliche Kinder offiziell zumindest teilweise vor solchen Operationen geschützt. Eine große Hürde ist aktuell auch noch das Abstammungsrecht. Gebärende TIN-Personen werden immer als Mutter und mit Deadname in die Geburtsurkunde ihrer Kinder eingetragen. Das führt dann im Nachgang zu administrativen Problemen und kann auch immer wieder zu Zwangsoutings führen, wenn sich das Elternteil zum Beispiel für eine Kita-Anmeldung ausweisen muss. Hat das zweite Elternteil keinen männlichen Personenstand, muss derzeit das eigene Kind adoptiert werden, damit beide Elternteile gleichberechtigt und rechtlich anerkannt sind. Das gilt auch für lesbische Cis-Paare. Das Verfahren heißt Stiefkind-Adoptionsverfahren und kann sich über mehrere Monate bis Jahre hinziehen. Um diese Hürde zu beheben, braucht es eine Elternschaftsanerkennung ab der Geburt, wie es sie für Cis-Hetero-Paare schon längst gibt. Entscheiden sich TIN-Personen mit Hilfe von Reproduktionstechnologien, Kinder bekommen zu wollen, kostet es sehr viel Geld. Auch die künstliche Befruchtung ist für TIN-Personen keine Regelleistung von den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, die Kosten werden nicht übernommen und auch nicht bezuschusst. Grundsätzlich ist es ziemlich schwierig für TIN-Personen, gute Informationen zu diesen Themen zu finden. Daran muss sich was ändern. Es braucht mehr und besseres Informationsmaterial und es muss auch bundesweit ein Beratungsangebot geschaffen werden und Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen. Auch das Gesundheitspersonal muss besser informiert und sensibilisiert werden. Vielfältige Familienformen sind längst gelebte Realität. Dazu gehören neben genetischer und biologischer Verwandtschaft und 2 Elternkonstellationen auch Familien mit nur einem Elternteil oder mit mehr als 2 Elternteilen, queere Patchwork-Familien, Co-Elternschaften und soziale Elternteile. Es wird höchste Zeit für den Abbau struktureller Hürden. Wir brauchen ein politisches und gesellschaftliches Umdenken, damit auch TIN-Personen sich diskriminierungsfrei für das Kinderkriegen und das Leben mit Kindern entscheiden können.